Hallo Freunde, in den letzten Jahren ist die Nachfrage nach großen Maschinen mit enormer Nutzlast stetig gestiegen. Manche LKW-Typen sind so groß, dass es einfach nicht angenehm ist, in ihrer Nähe zu sein. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf die größten Muldenkipper der Welt, aber bevor Sie einen Blick darauf werfen, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, damit Sie nichts verpassen, also legen Sie los. Der E-Dumper ist eines der größten Autos der Welt, der Durchmesser der Räder beträgt mehr als 2 m und der Fahrer muss eine Leiter mit 9 Stufen hinaufsteigen, um in die Kabine zu gelangen. Da der Kipper vollständig elektrisch betrieben wird, ist beim Bergabfahren kein Einsatz der Bremsen nötig, sein riesiger Elektromotor fungiert als Bremse und arbeitet im Generatorbetrieb. Der erzeugte Strom dient zum Aufladen der Batterien und wird wieder verwendet, wenn der Dumper bergauf fährt. Das Interessanteste ist, dass beim Befahren einer 13°-Steigung im beladenen Zustand der Generator des Muldenkippers mehr Energie produziert, als der Muldenkipper verbraucht. Bei einer schwierigen Steigung kann die überschüssige Energie in sein Gesamtenergiesystem übertragen werden beim Entladen des Muldenkippers. Skeke G440. Der schwere Steinbruchkipper verfügt über eine äußerst robuste und steife Frontpartie, die Stöße oder Kollisionen mit Gegenständen problemlos übersteht, ohne die Tragkonstruktion ernsthaft zu beschädigen. In der Mitte der Kabine befindet sich eine für 40 Tonnen ausgelegte Abschlepphülse. Der Kipper vom Kenne AG 448 Stern 4X ist mit einem 440 PS Motor, einem neuen verstärkten Getriebe ausgestattet. Das Getriebe hat eine Bremse zwischen den Wellen. Dadurch ist es möglich, die Schaltgeschwindigkeit entsprechend deutlich zu erhöhen und den für den Volllastbetrieb entscheidenden Energieverlust beim Schalten zu minimieren. Das System wählt immer einen Gang, der den Betriebsbedingungen entspricht, es senkt den Kraftstoffverbrauch und erhöht ihn. Produktivität und auch die Lebensdauer von Getriebe, Reifen und Bremsen. Der Körper ist für den Transport von Erzgesteinen konzipiert und das Bett besteht aus hochfestem Stahl, der abrieb- und stoßfest ist, um Schäden an der Kabine zu verhindern und die Sicherheit zu erhöhen. Beim Beladen ist der Aufbau mit einem langen Schutzdach ausgestattet. Kipper 795 Fuck. Dieser produktive LKW ist eines der größten Fahrzeuge seiner Klasse. Breite von weniger als 9 m und Höhe von 15 m. Der LKW ist mit einem effektiven Lenksystem und einer Verzögerungsfunktion in allen 4 Winkeln ausgestattet. Die hohe Leistung des Kippers ermöglicht die Abdeckung eines breiten Aufgabenspektrums im Bereich des Bodengüterverkehrs. Die Höchstgeschwindigkeit im beladenen Zustand beträgt 64 km pro Stunde. Die Nenntragfähigkeit beträgt 345 Tonnen. Bessere Spiele als die 284. Er ist einer der beliebtesten Bergbau-LKW der Welt. Die Tragfähigkeit dieses Kippers beträgt 400 Tonnen, das maximale Gewicht des beladenen Fahrzeugs beträgt 661 Tonnen. Dieser LKW ist 15 m lang und 7,5 m breit und hoch. Dieses riesige Auto wird von einem 20-Zylinder-Dieselmotor mit 3750 PS angetrieben. Die Maschine ist außerdem mit einem Elektromotor ausgestattet. Die Höchstgeschwindigkeit dieses LKW beträgt 64 km pro Stunde. Cres 200 C3 Kohlhauder. Dieser Kipper ist eine Art Kohlefabrik auf Rädern, er kann eine Geschwindigkeit von bis zu 68 km pro Stunde erreichen. Es ist mit einer unglaublichen Motorleistung von 1556 Kilowatt ausgestattet. Und ein Kraftstofftank mit einem Volumen von 2801 Litern. Mit einem Aufbauvolumen von 228 Kubikmeter und einer Ladekapazität von 220 Tonnen ist dieser Gigant unglaublich wendig, weich, geschmeidig und kann sich tatsächlich auf der Stelle drehen, da seine mit Stickstoff gefüllten Räder sich um 85 Grad drehen können. Die spezielle Konstruktion des Fahrgestells dieses LKW reduziert die auf die Kabine übertragenen Vibrationen beim Fahren auf unebenem Untergrund erheblich und sorgt so für eine gleichmäßige Lastverteilung auf alle Räder. Die größte Besonderheit des Kippers. Die ursprüngliche Steifigkeit der Karosseriestruktur wird durch ein komplexes System aus 4 Rippen gewährleistet, die sich in den 4 Ecken der Karosserie befinden. Dieser Aufbau sowie die Lage der Schweißnähte im Bereich geringer Beanspruchung ermöglichen die Herstellung eines dünnwandigen Körpers aus hochfestem Stahl, der das Eigengewicht reduziert und eine hohe Schlagfestigkeit und eine lange Lebensdauer garantiert. Belad 75710. Der größte Monstertrag der Welt kann 450 Tonnen Fracht transportieren.
Plötzlich erreicht die Länge dieses Riesen 20 m, die Höhe 8 m und die Breite weniger als 10 m. Ja, zwei Dieselmotoren mit Allradantrieb sorgen für spezielle Technik, eine Leistung von 8,51 PS. Die Maschine bewegt sich auf 8 Rädern, die eine hervorragende Transportfähigkeit im Gelände an schwierigen Orten gewährleisten. Jeder schlauchlose Reifen kann bei diesem wirklich monströsen Auto bis zu 102 Tonnen tragen, ein dieselelektrisches Getriebe ist eingebaut, zwei 16-Zylinder Dieselmotoren betreiben einen Generator. Es erzeugt Strom zum Antrieb von 4 Elektromotoren. Der geschätzte Kraftstoffverbrauch beträgt 1300 Liter pro 100 Kilometer. Ein leeres Auto kann nur mit einem seiner Motoren fahren. Die Höchstgeschwindigkeit des LKW beträgt 64 km pro Stunde. Darüber hinaus kann es eine Geschwindigkeit von 40 km pro Stunde erreichen. Beim Bewegen auf einer Fläche mit einer Neigung von 10%. Auch bei einer Steigung von 18% ist er in der Lage, kurze Distanzen zurückzulegen. Ja, der ATF-Muldenkipper für Bergbaumaschinen ist modular aufgebaut. Seine Teile können je nach Bedarf umgebaut und kombiniert werden, Sie können zusätzliche Batterien hinzufügen oder mit weiteren Motorrädern nachrüsten oder im Gegenteil, sie in einem Straßenzugset entfernen. Das Auto kann arrangiert werden, indem die Kabinen von allen Kippern entfernt werden und nur eines übrig bleibt im Hauptteil. Darüber hinaus verfügen alle Teile des Straßenzuges über einen Motor und die Möglichkeit, ihn vom Hauptmotor aus zu steuern. Geplant sind Umbauten mit Fahrgestellen von 2 auf 8 Achsen mit entsprechender Änderung der Maschinenlänge und Tragfähigkeit. Der Kipper kann 180 bis 760 Tonnen transportieren. Alle Räder sind angetrieben und lenkbar, was auch den sogenannten Crabwalk ermöglicht. Dieser Riese benötigt eine Straße mit einer Breite von nur 24 m, was 4 m weniger ist als die bestehende Technologie derselben Klasse. Komatsu IA, diese japanische unbemannte Rennstrecke, ist mit einem 270 PS Motor ausgestattet. Es kann sich mit der gleichen Geschwindigkeit vorwärts und rückwärts bewegen. Der Antrieb und die Steuerung aller 4 Räder und deren Drehung erfolgt durch 4 Elektromotoren, eine dynamische Bremse, modifizierte Achsantriebe und einen Generator. Die Tragfähigkeit des autonomen Kippers beträgt 230 Tonnen, das Betriebsgewicht beträgt 416 Tonnen. Es ist zu beachten, dass es sich beim Komatsu 1 um einen Kipper mit elektromechanischem Getriebe handelt. LKW ohne Besatzung von Scania AXL. Dieses Auto bewegt sich nicht nur ohne Hilfe. Der Fahrer verfügt nicht einmal über eine herkömmliche Kabine. Das Fehlen einer Fahrerkabine ermöglichte es den Konstrukteuren, den verfügbaren Raum besser zu nutzen und ihn so zu verteilen, dass der Laderaum vergrößert wurde. Der LKW wird von einem intelligenten System gesteuert, das mit dem Skeke AXL Logistikzentrum verbunden ist, sodass er genaue Anweisungen erhält, wie viel Ladung wann und wohin geliefert werden soll, damit die Produktion nicht stillsteht. Dank eines kompletten Satzes an Kameras, Radargeräten und Sensoren können Skeke und XL problemlos in eine bestimmte Richtung navigieren. Durch den Verzicht auf eine Kabine konnte die Höhe des LKW deutlich reduziert werden, was das Beladen deutlich erleichtert. Der Skeke AXL ist keineswegs elektrisch, sondern verfügt über einen Verbrennungsmotor und stößt beim Betrieb mit erneuerbarem Biokraftstoff ein Minimum an Schadstoffen in die Luft aus. Und das ist alles für heute. Bewerten Sie dieses Video, teilen Sie es mit Ihren Freunden, bis bald.